benutze Sie-Pronomen und ich würde mich eigentlich einfach als weiblich bezeichnen. Aber je nachdem, in welchem Kontext es ist, bezeichne ich mich halt auch als transweiblich oder als Transfrau. Hi, ich bin Feli, ich bin 22, ich studiere Psychologie und im Moment wohne ich in Berlin. Ich spiele sehr gerne Karten, ich lese unglaublich gerne, ich schreibe sehr, sehr gerne, das sind so meine Hauptalltagsbeschäftigungen. Ich mache recht viel Aktivismus auf verschiedenen Leveln und sonst gehe ich einfach unglaublich gerne spazieren und gut essen. Ich glaube, so dieses erste Gefühl, dass zumindest irgendwas anders ist, hatte ich, glaube ich, als ich 5 war oder so. Und damals sind es sogar so ganz unterschwellige Gefühle, dass ich irgendwie auf einem Geburtstag war von einer Cousine und dann irgendwie neidisch auf die ganzen Mädchen waren, die irgendwelche tollen Kleider anziehen konnten. Und als ich dann 19 war, 20, habe ich eben gemerkt, okay, ich glaube, ich bin trans. War für mich die erste Frage, okay, warum sind Menschen trans? Wie ergibt das Sinn? Und was ich gefunden habe durch Recherche war eben, dass viele Theorien eben dahin gehen, dass es pränatal passiert, in frühen Schwangerschaftswochen, wenn das Gehirn sexualisiert wird, wenn Hormone ins Gehirn ausgestoßen werden. Und ab und zu tritt eine Varianz auf und dann passiert der Prozess ein bisschen anders. Und dann sind die Personen eben trans. Ich weiß aber auch, dass es sich für viele Menschen erst im Leben entwickelt und dass auch Geschlecht eine Sache ist, die für viele Menschen ändert über Zeit. Und das ist auch so ein Punkt, wo man anpacken kann, irgendwie das Leben für Transpersonen einfacher und angenehmer zu machen. Dass Menschen da schon ein bisschen aufgeklärter sind. Das heißt, eigentlich alle Formen von Aktivismus, die ich irgendwo mache, haben was mit Aufklärung zu tun. Also ich mache Workshops selber an Hochschulen, wo ich im Prinzip durch die Hochschulen in Berlin tinge und dann sprechen wir irgendwie 2 Stunden drüber, was trans ist. Und gleichzeitig gehe ich aber auch ab und zu an Schulen, ergänzen im Prinzip den Unterricht. Als so ein zentraler Ort für Bildung sollte auch vermitteln, hey, es gibt da noch mehr. Und gleichzeitig darf man halt nicht vergessen, dass ein großer Anteil von Personen, die zur Schule gehen, eben auch selber queer sind. Und dass die einfach auch da schon mitbekommen müssen, so, hey, das ist vollkommen normal und da gibt es ganz viele Menschen, die so sind wie du. Ich glaube, Transphobie passiert auf ganz vielen verschiedenen Leveln. Personen, die ich kenne, die trans sind, denen eben auf der Straße irgendwas hinterhergerufen wird, die körperlich angegangen werden, sowas passiert. Und die Sachen, wo ich es am aktivsten merke, ist vor allem auf bürokratischem Level, mit Namensänderungen an, wo ich einfach transphobe Strukturen eben noch wirklich mitbekomme. Ganz viele negative Erfahrungen, die Transpersonen machen, resultieren aus, ich sage mal, sehr unbeholfenem Verhalten, das einfach auf Dauer unglaublich störend ist. Und da gehört dann eben sowas dazu, wie dass Transpersonen nach irgendwelchen alten Bildern gefragt werden oder dass man Transpersonen fragt, wie sie denn früher denn mal hießen. Ganz viel Fragerei, die eigentlich zu tief geht. Vielleicht interessieren mich die Fragen, aber die sollte ich einfach nicht stellen.